Die Purple ist der absolute Kracher. Doch für die Band, die jetzt kommt, haben sich die Fans bereits 7 Stunden vor Konzertbeginn einen Fight um die besten Plätze geliefert. Rammstein. Ich geh mit mir von Ost nach Süd. Die Berliner elektrisieren die Massen. Kontrovers und von Metallern geliebt. Interviews geben sie selten. Die Fragen will das Management vorher sehen. Warum eigentlich? Wir sind doch ganz nett. Oder, Christoph Schneider? Drummer von Rammstein. Denkt ihr euch die Sachen, die ihr auf der Bühne macht, selber aus? Ja, ausschließlich. Was ist, wenn jemand davon das nicht gut findet, von euch? Habt ihr so... Das gibt es. Also wir haben ja nicht alle denselben Geschmack. Habt ihr Konsensregierung, oder? Also bei uns ist, wir haben eine mehrheitstragende Entscheidung. 2/3? Also ja, 2/3 oder 4 müssen irgendwas gut finden. Dann wird's gemacht. Okay. Ja. Wobei es besser ist, wenn 5 das gut finden oder am besten 6. Aber das ist eher selten. Gibt es auch manchmal so Ideen, wo einer sagt, sag mal, bist du bekloppt? Ja, ganz oft. Aha, okay. Muss man das dann hart verteidigen oder hält man lieber die Klappe? Nee, da hält man lieber die Klappe. Also das sagt man höchstens 2-mal. Ansonsten gehört man in den Zu den Deppen? zu den Nerven. Ah, okay. Ja. Oh, scheiße. So Das eine endet nicht gut. Gruppendynamik. Ja, irgendwann ist er ausgeschlossen, ist gar nicht mehr gefragt und entscheiden die anderen ohne dich. Und jetzt steht in dem Fragebogen stand, dass ihr Brecht-Fans seid. Das würde mich wundern. Stimmt das oder nur einzeln? Ja, wir kennen Brecht und Klar, durch die Schule wahrscheinlich. früher oder auch so, mal ins ja. Theater gegangen und wir haben uns teilweise auch in anderen Bands mit der Drei-Groschen-Oper mal auseinandergesetzt, Ja, ja. aber richtige Fans. Aber ich habe die Frage gelesen und ich finde, ja, Brecht hat ja mal so einen minimalistischen Ansatz im Theater, dass er kein Bühnenbild mehr benutzt hat und dann so Schilder hingehalten hat oder auf den Sonne stand. Oder aber das sind wir eigentlich nicht, so sind wir nicht. Wir tragen ja immer sehr dick auf. Ja, eben. Deswegen habe ich mich so gewundert. Habt über ihr die mal gedacht, Frage. wir reduzieren jetzt mal? Da sind wir nicht so gut drin. Im Sparen. Wieso? Na, Rammstein ist eher das Gegenteil. Also so viel Ist an das- allen Fronten so dick wie möglich auftragen. Warum? Ja. Warum? Fragt mich nicht warum. Weil wir so sind, weil die Typen so sind. Die? Ja, bei uns herrscht so eine Gruppendynamik, die, man sucht sich immer den möglichst effektivsten Weg oder den kraftvollsten oder vermeintlich heftigsten und dann sagen alle, ja genau. Und dann sagt ich so, der so ein bisschen ruhiger ist, aber kann man doch nicht machen. Und, halt die Klappe! Du hast ja keine Ahnung, du weißt ja nicht, was gut ist. Und da kommt manchmal auch, kommen da so Sachen raus, die so ein bisschen über den guten Geschmack hinausgehen. Ja. Aber da gibt es ja auch Freunde von. Total. weil Habt das ihr so eine macht ja Tür auf. Grundphilosophie, an die ihr euch versucht zu halten, wo ihr inzwischen lest, ey, wir entfernen uns gerade oder sowas? Ja, die haben wir. Also wir haben so ein gemeinsames Gespür für die Musik, die wir gut finden, also die dann am Ende die guten Rammstein-Songs ausmachen. Und auch im textlichen und im Showbereich haben wir auch so einen gemeinsamen Grundgeschmack, wo was gut ist und was nicht so gut ist. Ja. Aber wie gesagt, die Stärken der Einzelnen, die liegen in verschiedenen Bereichen. Es sind nicht alle in allen Bereichen gleich gut oder gleich. Das ist ja eigentlich super. Ja, das ist gut, da ergänzt man sich ganz gut. Geht ihr auch auf ein Konzert hier? Das ist ja Ich immer. würde gerne. Ja, ne? Ist so stressig. eher, Aber weil- die Tage sind irgendwie organisiert und man rein und raus. Wir sind ja Schauspieler, wir sind ja keine Journalisten. Ach, deswegen. Ja, ist ja. mir so Und bekannt. Charlie benutzt auch ganz oft Rammstein-Sachen, um in seine Rollen bei uns beim Polizeiruf reinzukommen. Der erzählt immer irgendwelche denn? Rammstein-Sachen, wo ich immer sage, okay, ja, gut. Und so. Ja, und das ist einfach schön. Wir suchen immer noch die Episode, wo wir uns als Polizeirufkommissare dann auf dem Rammstein-Konzert verlieren. Deswegen macht ihr so ein, Scheiße, so ein was machen wir unglückliches jetzt? Interview, so eine Ja. Plauderei hier. Ja. Meinst du, das findest du auch für die Fans interessant? Ja, die freuen sich. Scheißegal, Hauptsache wir haben Spaß. So siehst du das. Die freuen sich das ist alles gut. Und wie ist das jetzt hier, erfolgreichste deutsche Band zu sein? Ist das wichtig? Nicht wirklich. Scheißegal, oder? Auf eine Art, solange man seine Sachen produzieren kann und davon leben kann, oder? Ja, das sind immer die bescheuerten Fragen, die man. Was soll ich darauf antworten? Ihr habt doch ein Ritual vor euren es- Auftritten. Wie läuft das ab? Wir trinken einen Schnaps. Nicht wahr? Oh, wie spannend. Welchen? Nicht sagen, Wir okay, trinken ihr trinkt Tequila. Schnaps, ist ja klar. Darf ich nicht verraten. Gefärbt. Ja. Und sagt ihr dann was? Ficke, zacke. Wir sagen
manchmal haben wir gesagt, okay, es ist hier die beste Band der Welt. Geht das auf die Tour. Geil, sehr gut. Geil, das cool. finde ich gut. Ja, Und hab ich immer gesagt, dann sagen die anderen immer jetzt, und Schneider, sag doch mal jetzt, beste Band der Welt. süß, ja, das ist doch geil. Muss selbst motivieren. Ja, ist doch gut. Man muss Cool. ja immer Muss ein man bisschen doch auch. wissen. Ja. Das ist auch richtig. Bist du aufgeregt vor Wenn man das so lange schon macht, dann ist ja nicht immer so, dass man dieselbe Motivation hat. Ja. Manchmal denkt man, Stimmt. oh, wieder so ein Abend, wieder. Und weiß das gar nicht mehr zu schätzen, dass da jeden Abend Leute 15.000 Leute warten und sich freuen und 80.000. ganz lange schon auf die Band gewartet haben. Ne? Und, das muss man sich auch immer wieder bewusst werden und dann muss man sich auch wieder sagen, könnte das letzte Mal sein. Und was? Ui, okay. Naja, aber das Ja, ist bei aber uns gut, auch was ist, wenn du weißt du so einen nicht. Mitteltag hast? Denkst du dann, ich lasse mich jetzt mal von den anderen tragen? Oder denkst du so, das geht auch. Also die Band trägt einen schon ein bisschen mit. Und wenn man der Meinung ist, man hat heute wirklich ein schlechtes Konzert gespielt und hat sich ein paar Mal richtig verhauen Ärgerst du dich dann? oder war nicht gut drauf, was überhaupt, dann muss das nicht ein schlechtes Konzert gewesen sein. Eigentlich müssen wir aufhören zu reden. Die Purple spielen. Kennst du das Lied schon? Highway Star. Ja. möchtest du auch so lange Musik machen? Ich kenne leider den Text nicht. Der Rhythmen, ne? Gibt's so, ist meine letzte Frage, dann höre ich auch. Gibt's Lieder, die dich, wenn du im Konzert merkst, irgendwas ist wackelig, gibt's dann so einen Song, das kenne ich so beim Theaterspielen, eine Szene, wo ich weiß, da komme ich auf jeden Fall wieder in meine Spur. Hast du so Songs? Ja, also da bin ich also auch mittlerweile Profi noch. Ich sag mir, selbst wenn ich jetzt ganz schlechte Laune habe und jetzt eigentlich wütend werden könnte und Ja. Stecker irgendwo hinschmeißen würde, weiß ich, geht nicht. Also versuch beim nächsten Lied nochmal so, als wenn du von vorne anfängst. Ja. Weil ein Konzert ist auch ein bisschen wie ein Computerspiel, wisst ihr? Ja, stimmt. Habt ihr sowas mal gespielt? Ja, klar. Und da hat man manchmal so einen Lauf und geht durch die ersten 3 Level Ja, durch, fliegt ohne so dass durch. man ein Leben verloren hat. Und jetzt könnte man ein Spiel zu Ende spielen. Und gibt so Spiele, wo man gleich am Anfang Fehler macht und sofort tot ist. Und beim Konzert Game darfst du nicht over. tot sein. Du musst ja dann beim nächsten Lied einfach, trotzdem jetzt Game Over, fange ich jetzt nochmal von vorne an. Und dann kriegt man das Ruder nochmal rumgerissen. Wie machst du das? Einfach nicht an das mehr denken. Ja. Das ist einfach so Kacken, ne? An den Ja, neuen stimmt. Fehler, den man angeblich Bringt Fehler. nichts, ne? Ja. Das ist ja nur Also wenn ihr Theater spielt, das ist doch wahrscheinlich das Gleiche. Hast du dich vielleicht am Anfang irgendwie versprochen oder zu lange Pause gemacht und denkst, ja. Scheiße, kannst du nicht die ganze Zeit dran denken. Krieg ich den Punkt jetzt Dann wieder. wirst du den ganzen Abend keinen Spaß haben. Ja. So ist es beim Konzert auch. Spiel schön. Ja, Ich bin danke. nachher drin. Vielen Dank. Viel Vielen Spaß. Dank. Ciao. War lieb mit euch. Ne? Ja, war echt Ja. voll schön. Gute Zeit, grüß alle. Mach wohl. Bist hier in meinem Land. Bist du glücklich? Ja, toll. Schade, dass wir schon aufgehört haben. Ich glaube, wir hätten noch 1, 2, 3 Fragen stellen können, ne? Aber der stand jetzt so weiter. Ah, krass, ey. Perfekte Inszenierung, das ist Rammstein. Die Klamotten, der Look, alles ist genau geplant. Die Show, Till, Flake, Paul, Richard, Olli und Christoph sind damit weltweit extrem erfolgreich. Herzlich willkommen in Wackeln.